Ist das hier ein neuer Tesla-Killer? Ein Sono-Auto? Das ist ein deutsches Start-up, schon oft angekündigt, schon oft tot geglaubt. Und mal sehen, was das nun wirklich ist. Also immer wieder kommt hier so ein Elektroauto auf den Markt, bei dem gesagt wird, das ist jetzt ein Tesla-Killer und der wird die Verkaufszahlen von diesen Teslas pulverisieren. Denn im Moment führt ja Tesla so die Verkaufszahlen, die Zulassungszahlen von Elektroautos an, zumindest in der Schweiz, aber ich glaube auch in Deutschland. Österreich ist es ziemlich weit vorne. Frage also, ob dieses Sono-Auto diesem Auto Konkurrenz machen kann. Aber ich glaube, das will gar nicht dem Tesla Konkurrenz machen. Ich bin jedenfalls hier, um mir das Auto mal anzusehen und anzufassen. Bisher hatte ich nur so in YouTube-Videos oder ein paar Artikeln darüber gehört. Und jetzt bekam ich irgendwie die Information, ich weiß gar nicht, ob das per E-Mail war oder ich das auf Facebook gesehen habe. Und ich bin jetzt also von Basel aus nach Bern gefahren, hier ins Kongresszentrum, um dieses Auto mal zu sehen und anzufassen. Begleitet mich doch mal hier in diesem Clip und dann schauen wir uns das Auto ein bisschen aus der Nähe an und vielleicht kann ich auch jemanden interviewen, der mir etwas Näheres dazu sagen kann. Ungewohnt, dass das hier im 3. Stock ist, des Kongresszentrums. Ja, hier steht er also. Einer von im Moment 18 bestehenden Prototypen. 2 sind jetzt hier in der Schweiz auf Tour, wie Sie so sagen, und die anderen sind in anderen Ländern auf Tour oder in Crashtests unterwegs und werden da nicht mehr so lange leben. Aber diese Version sei schon ziemlich seriennah, wurde mir gesagt. Eine Besonderheit an diesem Auto ist, dass es rundum, oben und an allen Seiten Photovoltaikmodule hat, die es erlauben, wenn das Auto einfach so rumsteht, und die meisten Fahrzeuge sind ja keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge, Standzeuge, dass es dabei die Batterie auflädt. Ja, hallo. Hallo Gregor. Sie arbeiten hier für Sono? Das ist richtig. Ich bin Steffen und ich bin für den Vertrieb verantwortlich. Ah, Vertrieb, ja gut, dann können Sie mir vielleicht ein paar Fragen beantworten, auch zu dem Auto. Versuchen. Das kommt mir ein bisschen größer vor als das, was ich so bisher gesehen habe. Wie groß ist denn das Auto? Also es ist tatsächlich ein bisschen gewachsen, um 16 Zentimeter, also so viel etwa, weil wir ein bisschen mehr Knautschzone brauchten, um die Fußgängerschutzvorschriften zu erfüllen. Aha. Und deswegen ist jetzt das Auto auf 4,47 Meter gewachsen in der Länge. 4,47? 4,47, genau. Und so ein, sagen wir mal, so ein VW ID3, ist der auch so ungefähr in dieser Größe? Oder Kann man ins gleiche Segment einordnen. Es sind immer mal ein paar Maße, ein paar Zentimeter breiter, ein paar Zentimeter kürzer, aber grundsätzlich das gleiche Segment. Und was wären denn so im Moment die Konkurrenzautos für das? Ja, ID3 ist schon von der Größe her ein Konkurrenzauto, auch ID4 oder vielleicht der Nissan Leaf als ganz alter Vertreter des Segments. Okay. Also alles im C-Segment. Okay. Aber was ist denn jetzt so der Vorteil, wenn jemand sich überlegen muss, also ich habe ja schon ein Elektroauto, aber angenommen, ich bin jetzt auf dem Markt und suche mir aus in diesem kleineren, im C-Segment, möchte ich mir gerne ein Elektroauto kaufen. Warum ist dieser hier besonders gut? Was ist das Tolle dran? Ja, wir haben eigentlich 3 USPs mit dem Auto. Zum einen hat man 3 was? 3 Unique Selling Propositions, also gut, 3 Dinge, wieder was gelernt, mit denen wir anders sind oder uns unterscheiden von anderen. Das erste ist natürlich die Solarintegration. Das heißt, wir haben hier verbaut auf dem Auto 456 Halbzellen,
die dann Strom liefern, der eingespeist werden kann in die Hochvoltbatterie und dann auch als Fahrstrom benutzt werden kann. Und das gibt uns bei Münchner Wetter durchschnittlich 112 Kilometer Reichweite pro Woche zusätzlich, einfach durch die Sonne. Kostet nichts, ist frei verfügbar. Durch Rumstehen, genau. Durch Rumstehen, genau. Die meisten Fahrzeuge sind ja Stehzeuge, keine Fahrzeuge. Das hab ich auch gerade gesagt. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal der wichtigste USP oder die wichtigste Besonderheit an unserem Auto, weil diese Solarintegration, die gibt es sonst nirgends am Markt. Die zweite, Die ist auch ganz gut versteckt. Also das war ja, habe ich früher gesehen, waren die sehr, sehr sichtbar, diese Solarpaneele. Und jetzt muss man genau hinschauen, um das überhaupt zu erkennen. Ne? Die sollen ja auch sichtbar sein. Ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Die Community hat ja abgestimmt über die Farbe des Autos. Und es war ein Prozentsatz von über 40%, der sogar dafür abgestimmt hat, dass wir das Auto weiß machen, dass sich die Zellen richtig vom Hintergrund abheben und dass man sieht, dass man mit einem solarelektrischen Fahrzeug unterwegs ist. Toll. Und was sind die anderen beiden Punkte? Genau. Die anderen zwei Sachen sind, dass das Auto kann bidirektional laden. Das heißt, wir haben hier einmal die MCU, heißt das ist die Multi-Channel Unit, die macht aus dem Solarstrom Hochvoltstrom, Ja. der dann hier in dieser größeren, silberfarbenen Box ankommt und dann in die Batterie weitergeleitet wird. Und wir haben die Möglichkeit, einmal über Typ 2 zu laden. Da gibt es auch Adapter für den normalen Hausstrom. Ja. Und dann schnell zu laden über CCS-Gleichstrom, maximal 75 Kilowatt. Aber jetzt kommt die Besonderheit, wir haben hier auch eine Steckdose für 220 Volt. Ah, das ist ja toll. Da kann man zum Beispiel ein E-Bike laden oder wenn man campen ist, einen Kühlschrank anschließen, einen Verstärker, was einem gerade so einfällt. Und da können wir über 220 Volt auch bis zu 3,7 Kilowatt abgeben. Und wir haben auch die Möglichkeit hier über diesen Stecker bidirektional zu laden. Das heißt, was wir schon gemacht haben, kann sich jeder auf unserer Webseite oder auf YouTube angucken. Wir haben einen Tesla damit geladen. Das heißt... Als Pannenfahrzeug. Beispielsweise, ganz genau. Das heißt, wir können hier auch bis zu 11 Kilowatt wieder abgeben. Ah, das ist ja toll. Wie groß ist denn die Kapazität der Batterie in diesem verbauten Prototyp? Die Batterie ist dann auch in der Serie 54 Kilowattstunden und das reicht nach WLTP für 305 Kilometer elektrische Reichweite. Ja. Die städtische Mobilität ist eigentlich das große Ziel, was wir damit erreichen wollen oder verbessern wollen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich Solarstrom umsonst von der Sonne bekomme. Es geht ja auch darum, dass du einfach einen riesengroßen Komfortgewinn hast. Das ist ja alles ganz interessant. Und was ist der dritte Punkt, dass dieses Auto hier speziell macht? Der dritte Punkt ist, dass das Auto zum Teilen gemacht ist. Das heißt, es gibt schon eine vorinstallierte Carsharing-Software. Und ihr könnt euch das vorstellen wie das Airbnb des Autos. Das heißt, über die App, die auch in Deutschland schon funktioniert, die gibt es jetzt schon, könnt ihr festlegen, mit wem ihr das Auto teilen wollt. Ob jetzt nur mit der Familie, mit Freunden, mit der ganzen Welt. Ihr könnt festlegen, was der Preis dafür ist, was die Zone ist, in der das funktionieren soll. Und dann könnt ihr das Auto einfach über die App, über das Handy mit allen, denen ihr Zugriff gebt, teilen und auch noch Geld damit verdienen. Gut, das Auto nutzen, nicht nur rumstehen lassen. Das ist natürlich eine Sache, die vielleicht, wenn das gut ist, sofort kopiert wird von anderen Marken und dann irgendwie auch keine Besonderheit mehr ist, oder? Wenn, ich kann mir denken, dass so eine Carsharing-App, das kann jeder erfinden. Das kann jeder finden, aber wir werden die Ersten, die es schon integriert mit dem Auto ausliefern. Und ganz ehrlich, wenn wir mit unserem Auto ganz viele Nachahmer finden, die uns helfen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, dann sind wir auch sehr froh darüber. Das ist sehr toll. Und können wir mal nach innen schauen? Selbstverständlich. Aus welchem Material ist das Auto denn gebaut? Ist das Metall oder ist Plastik, Kunststoff? Also das Auto, das Chassis ist ein Aluminium Space Frame Rahmen, der ist darunter. Und die Außenhaut, die Karosserie ist ein Polymer, das heißt, es ist ein Kunststoff, der ist komplett durchgefärbt. Wir haben hier keine Blechteile, die rosten können, beziehungsweise lackierte Teile, die dann aufwendig zu lackieren sind, wenn man einen Kratzer hat. Also eine Fortentwicklung des Trabant fast schon.
Ja, ich meine, der Trabant hatte ja auch, wenn er oft belächelt ist, tatsächlich Vorteile. Mit der Kunststoffkarosserie. Ja, genau, der Kunststoffkarosserie. Und innen drin, ich komme hier auch mal mit rein. Ja, man sitzt ja eigentlich ganz gut hier. Viel Beinfreiheit, habe ich so das Gefühl. Hier vorne zumindest. Und hier gibt es also die Bildschirme, die gibt es ja jetzt überall. Was ist denn, gibt es hier noch was anderes, was speziell ist hier im Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch, wenn wir ein solarelektrisches Fahrzeug haben, es ist ein ganz normales Auto, ist auch ganz einfach und normal wie jedes andere Auto zu bedienen. Wir haben beispielsweise hier am Lenkstock den Automatikwahlhebel. Der funktioniert wie in jedem handelsüblichen Auto auch, zum Beispiel Mercedes macht das ähnlich. Und ansonsten haben wir hier unseren großen Bildschirm, über den man alle Funktionen steuern und abrufen kann, was uns eigentlich auch nicht von anderen unterscheidet. Hier ist auch einfach die Funktionalität im Vordergrund. Was vielleicht noch besonders ist, wir haben immer noch unser Moos hier. Ja, das habe ich drüber gehört, in so einem anderen YouTube-Film schon vor 2 Jahren, glaube ich, dass irgendwie die Belüftung durch ein Moos gefiltert wird, oder was ist das? Also das war ursprünglich mal die Idee, das findet leider keinen Eingang in die Serie. Die Lüftung wird über handelsübliche Filter bedient und auch darüber gefiltert, aber das Moos, das Islandmoos haben wir trotzdem als Designelement beibehalten, weil es ja doch für Sono steht. Einfach dekorativ ist das. Genau. Mehr. Ah, gut. Okay. Gibt es denn schon einen Preis für dieses Auto? Ja, im Moment bieten wir das Auto an für 29.900 brutto. Das ist jetzt der Preis mit deutscher Mehrwertsteuer. Wenn wir dann so der Plan ab 24 das Auto auch in die Schweiz liefern, werden wir noch natürlich einen genauen Preis finden, weil ja die Mehrwertsteuer und die Steuern, die beim Import des Fahrzeugs zu entrichten sind, anders sind. Also wenn jemand heute diese 29.000 zahlt, wird das Auto geliefert. Kann man das schon sagen? Also wir haben ja jetzt schon über 22.000 Reservierungen mit Anzahlung. Das heißt, natürlich werden all die Community-Mitglieder, die uns schon seit langem unterstützt haben, zuerst bedient. Das heißt, wenn wir in 24 die Produktion hochfahren, wer heute noch ein Auto reserviert und es unterstützen will, wird dann wahrscheinlich erst in 25 einen Produktionsplatz bekommen. Aber also der Plan ist, Anfang 2024 die Auslieferungen zu haben der fertigen Modelle. Genau, also wir planen noch in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres die Vorserie zu starten in Finnland bei unserem professionellen Partner Valmet Automotive in Uusikaupunki. Die bauen das Auto zusammen, oder? Genau, die sind unser Auftragsfertiger und das ist ein ganz namhafter Auftragsfertiger für Autos. Die bauen zum Beispiel auch für Mercedes oder andere namhafte Hersteller schon Fahrzeuge. Das ist eine tolle Information. Vielen Dank. Gerne. So, ich sehe, hinten hat sich ein ganz normaler Mensch eingeschlichen. Guten Abend. Wie sitzt man denn da hinten? Bequem. Denn ich will mich auch noch nach hinten sitzen. Ist dann genug Platz da hinten? Für mich genug Platz. Wenn man länger oder größer als 1,70 ist, wird es eng. Und mit Kindersitz müssen wir uns noch besprechen. Aha. Gut, ich habe nicht gesehen, wie groß Sie sind, aber ich werde mich auch mal nach hinten setzen und mal schauen. Tun Sie das? Danke. Gut, dann werde ich es auch mal machen. Vielen Dank jedenfalls. Gerne. Also mein eigener Test. Ich habe eigentlich genug Platz hinten. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, um zu zeigen, wie groß der Kofferraum ist. Der ist natürlich sehr groß. Mir wurde aber gesagt, diese Kante hier, die kommt in der Endserie dann noch weg. Aber weil der Motor nur, das sieht man jetzt nicht, weil das Auto nur vorne einen Motor hat, gibt es natürlich hinten endlos Stauraum. Ja, auf einer Straße sieht man das Auto noch nicht. Diese Prototypen hier haben im Moment noch keine Straßenzulassung. Mir wurde aber gesagt, dass noch dieses Jahr die Straßenzulassung erfolgen wird, auch für allgemeine Straßentests. Aber ich finde es gut, dass man diesen Erlkönig hier ohne diese komischen modischen Tarnfarben anfassen kann, hineinschauen kann, drin sitzen kann und sogar Probe fahren kann. Zumindest auf abgesperrten Plätzen. Das werde ich jetzt mal machen, auch wenn es draußen schon dunkel ist. Aber hier unten auf einem großen Platz fährt
der zweite Prototyp herum und mal schauen, wie sich das anhört und anfühlt. Na, nun, eine Probefahrt habe ich nicht gemacht. Es war eben auch schon sehr dunkel, außerdem am Nieseln. Andere Leute waren am Warten. Und ich denke, es wird sich nicht so sehr anders anfühlen beim Fahren wie die meisten Elektroautos. Ihr habt ja mitbekommen, es ist genauso leise wie andere Elektroautos. Also abgesehen von den Rollgeräuschen der Räder hört man ja nicht sehr viel. Die Sitze fand ich auch einigermaßen bequem und mich hat einfach mehr das Gesamtkonzept von diesem Auto gefallen. Tja, und falls euch dieser Clip gefallen hat, dann drückt doch auf diesen Like-Button und noch besser abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.